Die neuen Ethernet-Patchpanel dienen als Schnittstelle zwischen der Schaltschrank-internen Verkabelung und der feldseitigen Verkabelung. Dazu dienen verschiedene Schnittstellen, die R45, die Push-In-Klemme, die Schraube und die Schnellanschlussklemme mit IDC. Daran werde ich jetzt mal demonstrieren, wie einfach der Anschluss eines feldseitigen Kabels ist. Als erstes muss ermittelt werden, wie groß das Absetzmaß ist. Dazu führen wir das Kabel bis zu dieser schwarzen Linie dort. Ja. Die zweite Kante des Schirmbleches dient als Schnittmarke. Mit diesem Absetzwerkzeug werde ich jetzt einen Rundschnitt machen. Dazu drehe ich jetzt das Messer an, drehe 2-3 Mal. Ja, nun hat der Schnitt hier wird der Mantel entfernt. Das Drahtgewebe wird zurückgeschoben und um eine möglichst große Erdungsfläche, Kontaktfläche zu erzielen, werden wir es um den Kabelmantel herumlegen. Die 4 Pärchen müssen jetzt vorbereitet werden. Die innere Abschirmung, die Folie, wird so weit wie möglich beibehalten. Die dient als Abschirmung gegen äußere elektromagnetische Einflüsse. 10 mm Absetzen reicht hier vollkommen aus. Dies muss bei allen 4 Pärchen dann getan werden. Ich habe das soweit schon mal einmal vorbereitet. Ja. Hier sieht man nun die unterschiedlichen Farben. Der Farbcode ist in der Innenseite des Deckels abgedruckt, sodass ich beim Anschluss des Kabels sehr einfach auf einen Blick erkenne, wo welcher Draht anzuschließen ist. Die IDC-Schnellanschlussklemme lässt sich schließen und öffnen per Hand. Ich brauche jetzt lediglich die Drähte als Paar einführen und kann die Klemme mit den Fingern schließen. Das führe ich jetzt bei allen Drähten einmal vor. Und somit sind 8 Drähte schnell und einfach werkzeuglos hier angeschlossen. Die einzelnen Adernenden müssen nicht abisoliert werden. Zum Schluss gilt es nun, den Kabelschirm gegen Erde zu kontaktieren. Dadurch wird das Schirmblech geöffnet. Ich richte mein Kabel aus, führe das Kabel in den Schacht und brauche lediglich den Fingern die Klemme schließen. Zum Schluss lege ich meine Kabel definiert hin. Ich habe eine Zugentlastung bis zu 50 Newton und ich brauche lediglich nur noch den Deckel zu schließen.